Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Teil in Bezug auf die DIY Buttonbox. Ich hatte ja bereits 2 Teile gemacht und im letzten Teil war ja auch bereits der Funktionstest mit dabei. Was jetzt im dritten Teil eben noch kommt, ist, dass ich die Buttonbox zusammenbauen werde. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Korpus fertiggestellt und werde jetzt den Korpus montieren. Ich werde den Korpus, man sieht das jetzt, der Deckel lässt sich hier ganz leicht rein und rausnehmen. Ich habe mir noch entsprechend schwarze Folie besorgt, beziehungsweise die hatte ich noch. Und diese schwarze Folie werde ich jetzt verwenden, um den Deckel beziehungsweise hier diese Frontplatte mit eben dieser schwarzen Folie zu beziehen. Das ist eine ähnliche Folie, wie es auch im Kfz-Bereich eingesetzt wird für Folierungen. Dadurch schaffe ich eben eine etwas schönere optische Oberfläche, denn durch das 3D-Drucken sind eben hier gewisse Linien und sowas zu erkennen. Das sieht man jetzt ganz gut, wenn ich das hier so ein bisschen schräg ins Licht stelle, und mit der Folie sieht das dann nachher einfach gleichmäßiger und ebener aus. Zudem hat dann die Folie auch noch den Effekt, dass eben, ich habe das hier jetzt bewusst ein bisschen größer gemacht. Ich habe ja immer das Problem, dass ich meistens nicht genug Platz habe und die Teile dann nicht zusammenpassen. Diesmal habe ich etwas großzügiger gemessen, das heißt also noch eine Toleranz mit einberechnet, damit ich eben diese Folie, wenn ich sie aufbringe, die hat ja auch eine gewisse Dicke und diese Dicke befindet sich dann nachher an allen Seiten meiner Deckplatte und mit dieser zusätzlichen Dicke sollte dann diese Deckplatte hier sich sehr gut und passgenau einsetzen lassen. Also passgenau ist es ja jetzt schon, aber eben etwas mehr Druck sollte vorhanden sein, sodass die Platte eben auch von alleine im Korpus hält. Dann zusätzlich zu dem Korpus sehen wir hier nebendran einen entsprechenden Halter. Ich habe im Inneren des Korpus bereits Löcher vorgesehen. Mit diesen Löchern kann ich dann den Halter am Korpus befestigen. Hier hinten ist eine Aussparung für den USB-Port. Ich halte das jetzt mal ein bisschen ins Licht. Da kann man das ganz gut erkennen. Dort geht dann eben der USB-Port raus von dem Arcade-Buttonboard. Und so werde ich jetzt, wie gesagt, erstmal die Deckplatte etwas folieren, dann den Korpus hier an dem Halter befestigen und dann die ganzen Buttons eben in meine Buttonbox verbauen und das Ganze noch an meinem Rig montieren. Und ich starte jetzt, wie gesagt, mit dem Folieren der Deckplatte. So, was ich jetzt verwende, um eben die Folierung durchzuführen, ich habe hier noch schwarze Folie gehabt. Das ist jetzt ein Folienrest. Der ist, denke ich, vollkommen in Ordnung, um den hier zu verwenden. Das bedeutet, ich werde den hier oben einmal abschneiden. Damit ich da jetzt eine gerade Kante bekomme, werde ich ich habe so ein Schneidbrett. Das heißt, ich markiere mir jetzt hier nur einmal grob die Stelle, wo ich schneiden muss. Das kann ich jetzt hier ganz gut erkennen. Das ist kurz nach dem Knick. Das muss ich jetzt gar nicht sonderlich markieren. Und da werde ich jetzt hier einen ganz geraden Schnitt mit eben meiner Schneidmaschine machen und kann dann im nächsten Schritt dieses Stück hier aufkleben. So, jetzt habe ich das Stück hier entsprechend zugeschnitten. Was ich jetzt noch mache, ist das Ganze ein bisschen vorreinigen. Dazu nehme ich ein Tuch und das Tuch tränke ich ein wenig in Spiritus. Ihr könnt auch Aceton nehmen oder irgendwas anderes, was eben gut Fette entfernt und am besten auch schnell verdampft. Damit werde ich jetzt die gesamte Oberfläche, auch die Ecken, einmal reinigen. Das ist einfach aus dem Grund, damit dann da später eben die Folie auch gut anhaftet. Der nächste Schritt ist, ich nehme mir hier meine Klebefolie und werde jetzt hier schon mal das Ganze entfernen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr seht, die Folie ist auch jetzt schon ein bisschen vorgeknickt. Das ist natürlich jetzt nicht so ideal. Jetzt schnappe ich mir die Folie und setze die erstmal hier unten an einer Ecke an. Versucht dass die an dieser Ecke hier unten eben wirklich schön plan wird. Ihr könnt da auch hier so ein Rakel zur Hilfe nehmen, wenn ihr wollt. Muss aber normalerweise nicht sein. Ich mache das jetzt mal zum Demonstrieren und dann am besten immer von innen, also von der Innenseite nach außen wischen, damit eben dort keine Blasen entstehen.
Das ist jetzt ein sehr einfaches Werkstück. Das heißt, da ist es auch wirklich leicht. Wenn ihr jetzt irgendwas Plastischeres habt, ist das wirklich teilweise sehr, sehr schwer, das Ganze ohne Blasen hinzubekommen. Und da muss man dann wirklich geübt sein. Da stoße ich dann auch ganz oft an meine Grenzen. Hierfür sollte es gerade so reichen. Hier jetzt an den Kanten ist auch wieder so ein bisschen tricky. Das schneide ich dann später einfach ab, das überschüssige Material. Da achte ich jetzt einfach darauf, dass das wirklich schön sauber anliegt. Wie gesagt, an den Kanten ist es jetzt auch gar nicht so wichtig, wie das aussieht, ob das da ein bisschen ja, sich vielleicht wölbt oder ähnliches, denn das verschwindet dann ja nachher ohnehin im Korpus. Jetzt auf der Rückseite mache ich es tatsächlich so, dass ich es erstmal umlege. Ich hätte es jetzt auch einfach abschneiden können, das möchte ich aber nicht. Ich lege das jetzt tatsächlich einfach hier um die Ecke um. Hier auf der Rückseite ist auch wieder völlig egal, wie das aussieht. Ob da jetzt hier zum Beispiel ja, so eine kleine Falte entsteht, ist mir an der Stelle auch komplett egal. Sieht auf der Rückseite ja niemand. So, und jetzt gehe ich her und werde hier zusätzliches oder überschüssiges Material, so gut es geht, eben mit dem Cuttermesser entfernen. Das hätte man sicherlich auch anders machen können. So ist es jetzt halt für mich die einfachste Möglichkeit, das überschüssige Material wegzunehmen. Wie gesagt, bin da jetzt auch kein Profi drin. Ich denke, wenn das jetzt ein Profi sieht, der denkt sich auch, mein Gott, machst du das kompliziert oder falsch? Aber ja, am Ende soll es ja nur von vorne schön aussehen. Die Rückseite ist erstmal komplett egal. Genau, jetzt gehe ich hier an den Ecken nochmal drüber, dass das hier auch wirklich plan aufliegt. Und jetzt sehen wir schon von vorne, sieht das jetzt auf jeden Fall deutlich gleichmäßiger aus. Es ist natürlich nicht 100%, weil einfach die Struktur von dem 3D-Druck sich so ein bisschen durchdrückt. Aber das können wir nicht verhindern. Jetzt als nächstes werde ich von der Rückseite hier so ein kleines Kreuz einschneiden in die Löcher. Also die Löcher, die ich jetzt überklebt habe. Einfach, wie gesagt, so ein kleines Kreuz. Dabei versuche ich nicht bis an den Rand des Lochs zu gehen, sondern wirklich das Kreuz nur in der Mitte rauszuschneiden. Da ist jetzt natürlich nicht so sinnvoll, dass ich hier auf der Rückseite das so weit überklebt habe. Das rächt sich jetzt ein bisschen, aber das macht ja nichts. Das kann ich einfach nochmal wegschneiden. Und dann ist das Problem auch gelöst. Wie gesagt, schön ist anders, aber an der Stelle ist das auf der Rückseite völlig wurscht. Bei den großen Löchern ist das auch noch relativ leicht mit diesem X. Interessant wird es jetzt dann gleich hier oben bei den ganz kleinen Löchern. Da werde ich das nicht von hinten machen können. Da habe ich einfach nicht genug Platz. Da muss ich das jetzt von hier vorne machen. Und hier muss ich jetzt natürlich besonders aufpassen, dass ich da eben nicht zu weit schneide. Hier versuche ich auch wieder so einen X-Schnitt anzusetzen. So, und wenn ich das jetzt habe, dann gehe ich hier mit dem Finger rein
und lege das so ganz sanft um die Kante herum. Hier nehme ich jetzt auch den Rakel zur Hilfe. Mit dem komme ich da noch mal ein bisschen besser rein. Genau, und so habe ich jetzt mein Loch umgelegt. Das mache ich jetzt hier für alle Löcher. Das muss jetzt hier auch nicht hundertprozentig sein, denn die Knöpfe werden das nachher verdecken, wenn da jetzt so eine kleine Wulst entsteht oder das nicht 100% gleichmäßig aussieht. Das heißt, das ist jetzt auch nicht super schlimm, wenn das nicht 1000%ig ist. Das ist ja das Schöne, dass das eben nachher relativ viel kaschiert wird durch die Knöpfe selber. Hier ist es jetzt ein bisschen knifflig. Da werde ich mir jetzt einen Stift zur Hilfe nehmen. Ich hoffe mal, ich habe einen so dünnen Stift, den ich da einsetzen kann. Ich probiere es mal mit dem Kugelschreiber hier. Ja, das funktioniert. Den nehme ich und drehe den da einfach ein bisschen in die Löcher. Und somit habe ich meine Front mit dieser entsprechenden Folie eben versehen. Jetzt mache ich noch mal eine Probe, ob das jetzt etwas fester sitzt, die Deckplatte. Ja, hervorragend. Das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Dadurch, dass ich jetzt hier eben dieses kleine bisschen Folie habe, ich denke, man kann das jetzt ganz gut sehen, sitzt die Deckplatte eben fest im Gehäuse. Und genau das war eben auch meine Idee oder meine Hoffnung. Das hat jetzt sehr gut funktioniert. Und jetzt geht es daran, dass ich hier eben die Knöpfe entsprechend in der Deckplatte versenke. So, die ersten Knöpfe, die ich verbauen werde, sind meine Rotationsknöpfe. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil die, denke ich, am schwierigsten sind. Hier muss ich auf der Rückseite auch ein bisschen darauf achten, wie ich die positioniere, damit ich da mit den kleinen Circuit Boards eben auch Platz habe. Ich werde die jetzt hier so nach unten zeigen lassen. Dann sind die Löcher sehr eng, aber ich bekomme die hier auf jeden Fall reingedrückt. So ist das schon mal gut. Jetzt nehme ich den nächsten Rotationsknopf. Den kriege ich auch hier rein. Wunderbar. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ich denke, ich werde die jetzt beide gleichzeitig drehen müssen, damit dieses Gewinde eben auch den Weg durch das Gehäuse findet. Wie gesagt, jetzt hier ist es so, dass das alles sehr, sehr press sitzt. Da hätte ich mir gewünscht, dass hätte ich das Loch ein bisschen größer machen müssen. Das ist so echt schwierig. So werde ich die Rotationsknöpfe da nur ganz, ganz schwer reinbekommen und ich muss sie die ganze Zeit drehen dabei. Die andere Alternative wäre, ich bohre das jetzt noch mal ein bisschen auf. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Mist. Ja, mein anderer Prototyp war da ein bisschen weiter vom Loch und ich habe jetzt hier auch noch mal die Folie. Das heißt, ich muss die beiden Löcher jetzt noch mal ein bisschen aufbohren. Das mache ich jetzt mal schnell. So, ich habe jetzt beide Löcher ein bisschen aufgebohrt. Jetzt müsste ich die Rotationsknöpfe hier eigentlich reinbekommen. Jawohl. Den kann ich jetzt wunderbar versenken. Den anderen auch. Super. Jetzt sind die hier eben schön versenkt in dem Board. Ich habe das ja alles auch abisoliert. Das ist jetzt auch überhaupt gar kein Problem. Das Kabel, wie gesagt, das werde ich dann nachher mit dem Hauptboard verbinden. Dann kommen jetzt unsere Unterlegscheibe und unsere Mutter zum Einsatz. Die habe ich hier drüben. Zuerst kommt hier jetzt die die Unterlegscheibe einmal so drumherum. Und dann muss ich mal schauen, ob da noch genug Gewinde da ist, um das auch festzudrehen. Sonst hätten wir nämlich ein Problem, aber das hatte ich eigentlich alles schon mal
ausprobiert, natürlich ohne die Folie. Die Folie könnte mir da jetzt so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, was natürlich total unangenehm wäre. Ich brauche ja nicht viel, ich brauche nur 1, 2 Gewindegänge, um das eben zu fixieren. Ja, aber die Folie hat tatsächlich das Maß noch mal ein bisschen verändert. Ich glaube, jetzt greift das Gewinde. Jetzt hole ich mir mal eine entsprechende Nuss. So, jetzt habe ich mir eine 10er Nuss geholt und versuche das Ganze jetzt mal mit der Nuss noch ein bisschen fester zu bekommen. Das ist schon deutlich besser. Jetzt greift das Ganze nämlich auch. Auf der Rückseite sieht man jetzt auch schön, hat sich diese kleine Kralle jetzt im Plastik versenkt. Hier ist so eine kleine Kralle. Hier drüben kann man vielleicht erkennen, dass diese Kralle, Moment, ich stelle das mal für euch scharf, dass hier diese Kralle eben noch nicht versenkt ist im Plastik und hier auf der Seite ist sie versenkt. Das heißt, das werde ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal machen. Das Ganze eben zusätzlich befestigen mit der Mutter. Die Unterlegscheibe, die lasse ich jetzt weg, weil, wie gesagt, durch die Folie ist da nicht mehr so viel Spiel vorhanden. Das ist schon so schwierig genug, das Ganze überhaupt einmal angesetzt zu bekommen. Das Schwierige ist eben, bis es einmal greift und dann kann sich das Ganze eben über das Gewinde ins Material oder ins Plastik drehen. Aber wie gesagt, dafür muss man es eben einmal jawohl, die greift auch. Ausgezeichnet. Und jetzt ist hier eben das Ganze auch entsprechend versenkt. Das heißt, unsere ersten beiden Knöpfe sind jetzt montiert. Was jetzt noch fehlt, jetzt mache ich mal hier ein bisschen die Fettfinger weg. Ist zurzeit auch wieder furchtbar warm geworden. Da schwitzt man gleich sogar auch an den Händen. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, unsere Kappen für die Knöpfe. Oder für diese Drehregler. Die pressen wir jetzt einfach oben drauf und jetzt seht ihr, selbst diese kleinen Unschönheiten, die hier vorhanden waren, die sind dann gar nicht mehr erkennbar, weil eben diese Kappe das alles verdeckt. So, und damit sind die beiden ersten Knöpfe in unserer Deckplatte montiert. Und jetzt geht es mit den anderen Knöpfen weiter. Die sind ein bisschen einfacher. Die haben hier auf der Rückseite ihre Mutter oder ihr Gegenstück zum Festdrehen. Das lösen wir jetzt vorher. Ich habe jetzt unterschiedliche Farben bei den Knöpfen gewählt. Ich fädel die jetzt von vorne durch, damit das Kabel eben nach unten in Richtung Board geht. Dann ist hier nochmal so eine kleine Metallunterlegplatte mit dabei. Für den Knopf hier durch. Der sitzt jetzt natürlich auch etwas strammer als bei meinem ersten Test. Dadurch, dass ja hier diese Folie jetzt mit dabei ist. Das habe ich unglücklicherweise in meinem CAD-Modell am Anfang nicht berücksichtigt, dass ich hier so eine Folie einsetze am Ende. Das rächt sich jetzt schon wieder, aber es funktioniert. Der Knopf hat ja Gott sei Dank ein Gewinde und dadurch kann man den auch so ein bisschen in Position drehen. Jetzt muss ich auf der Rückseite nur schauen, dass ich da meine Kabel nicht verwurstel beim Drehen des Knopfes. Und hier vorne muss ich darauf achten, dass diese Frontplatte, dass die halt eben gerade bleibt. Eigentlich würde ich die jetzt gar nicht unbedingt brauchen, weil ja der Knopf selber mit dem Gewinde sich jetzt eindreht. Aber ja, ich möchte jetzt eben schon darauf achten,
dass das dann nachher auch gerade ist. So sieht das doch ganz gut aus, denke ich. Ja, die Frage ist jetzt, wo ist 100% gerade? So sieht das ganz okay aus. Auf der anderen Seite könnte ich natürlich diese komische silberne Platte auch einfach weglassen. Die hat sowieso keine Funktion. Ich glaube, ich mache es lieber ohne Platte. Dann muss ich mir auch keine Gedanken machen, ob es in der Mitte ist. Das ist halt alles ein Prozess. Also wie gesagt, das ist jetzt, ich habe mir das hier nicht vorher überlegt, wie ich das mache. Ihr seht das mitten im Prozess. Das ist auch meine erste Buttonbox, die ich baue. Jeder, der das Video sieht, der wird ganz bestimmt Verbesserungspotenzial an den verschiedenen Stellen erkennen. Aber worum es mir ging, einfach zu zeigen, dass auch ohne eben den Einsatz von Programmierkenntnissen oder diesen frei programmierbaren USB-Boards man sehr einfach mit elektronischen Mitteln sich eben so eine Buttonbox bauen kann. Und ich denke, das ist ja klar geworden. Jetzt schraube ich das hier oder baue das alles zusammen. Und dann schauen wir am Ende nochmal drauf, wenn alle Knöpfe hier angebracht sind. So, ich habe jetzt das Ganze einmal hier verkabelt und eingesetzt. So sieht das jetzt am Ende aus. Wie gesagt, man kann trotz der Folie, hatte ich mir eigentlich ein bisschen besser vorgestellt, noch die Kontur oder die einzelnen Schichten oder die Spuren des 3D-Druckers, die kann man noch sehen. Man hätte das jetzt vielleicht auch einfach grundieren können, also sprich lackieren, anstelle das Ganze zu folieren. Aber da ist natürlich auch wieder dann das Thema, gegebenenfalls ist dann der Auftrag nochmal höher und es passt dann nicht mehr ins Gehäuse. So passt es ja ins Gehäuse und meistens nutze ich das ja eh im Dunkeln. Das heißt, diese kleinen, feinen Konturen, die werden da nicht wirklich auffallen. Die Buttons selber sind ja auch beleuchtet, das heißt, der Fokus liegt dann auf den leuchtenden Buttons. Insgesamt muss ich sagen, finde ich das sehr schön. Besonders mir gefällt es von hinten fast noch besser, denn hier hinten ist das für mein Empfinden alles sehr schön aufgeräumt. Hier gibt es irgendwie kein großes Chaos. Jeder Knopf hat seinen eigenen dedizierten Anschluss, eben auch mit diesen spezifischen Steckern. Das habt ihr ja alle schon gesehen, aber wie gesagt, jetzt hier so im finalen Zustand komplett verbaut. Gefällt mir das sehr, sehr gut. Der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist, dass ich diese Grundplatte mit dem Halter hier verbinden werde, denn das muss ich jetzt machen. Dadurch, dass sich die Löcher hier drin befinden, muss ich den Halter eben jetzt mit der Grundplatte verbinden und nicht zu einem anderen Zeitpunkt. Und deswegen jetzt eben die Montage der Haltevorrichtung hier an meiner Grundplatte. So, jetzt geht es an die Montage meiner Grundplatte am Halter. Dazu brauche ich einen 25er Torx. Dann habe ich hier so ein Schraubensortiment mit eben verschiedenen langen Schrauben und verschiedenen dicken Schrauben. Da habe ich mir jetzt welche rausgesucht. Und zwar entsprechende M6 Schrauben, relativ kurz, zusammen mit M6 Nuss. Das werde ich verwenden, um das Ganze zu befestigen. Jetzt muss ich hier zuerst einmal den Halter von dieser Platte lösen, denn ich muss auf der Rückseite
die Schrauben durchführen und das Ganze dann anziehen. Und das geht einfach hier am besten, wenn ich diesen Halter einmal kurz demontiere. Ihr seht schon, den kann man auch eben im Winkel verstellen, also zweimal. Das bedeutet, man ist da sehr flexibel in Bezug auf die Montage. Das ist auch ein ganz einfaches System, man hat hier einfach so 2 Langlöcher und je nachdem, wie man das Ganze montiert, hat man eben einen Winkel. Das gleiche gilt auch für den anderen Halter, das heißt, man kann beide Seiten variabel verstellen. Jetzt werde ich hier auf der Rückseite eben die Schrauben durchführen. Jetzt muss ich noch mal gucken wegen meinen Löchern, dass ich da eben das richtige Pattern erwische. Jawohl. Das haben wir hier. Drehe ich es nochmal um. Ich habe mich jetzt hier für das Pattern mit den etwas größeren Löchern entschieden. Ich weiß nicht mehr genau, welche Abmessungen das jetzt waren. Das ist ja eh individuell, je nachdem, wie ihr das nachher montiert. Hier führe ich jetzt meine M6 Schrauben durch. Erstmal alle 4 so grob. Hier brauche ich natürlich eine Nummer größer. War ja klar. Hier nehme ich jetzt einen 27er. Okay, ich brauche 2 Nummern größer. Also nehme ich einen 30er. Jetzt müssten die eigentlich hier drin alle einmal zu sehen sein. Jawohl. Jetzt setze ich auf jede Schraube einmal eine Nuss. Jetzt wechsle ich wieder hier auf meinen 10er. Das müsste eigentlich auch, jawohl, das funktioniert mit dem 10er. Dann schnappe ich mir hier eine Ratsche, packe da meinen 30er drauf, halte jetzt hier auf der Rückseite gegen und werde hier vorne einfach nur noch festziehen. Das mache ich, wie gesagt, weniger als handfest, also ich sage ja gerne handfest, aber dann ist das schon meistens ordentlich fest. Hier aufgrund dessen, dass das ja so ein relativ dünnes Plastik ist, mache ich das einfach wirklich nur so, bis eben entsprechender leichter Widerstand zu spüren ist. Und dann ist aber auch gut. Wie gesagt, sonst ist die Gefahr einfach da, dass das Plastik hier gegebenenfalls reißt oder kaputt geht. Und das muss man ja nicht riskieren. Sobald so ein kleiner Widerstand da ist, man fühlt das ja dann, da höre ich dann auf. Noch eine weitere Schraube. Die ist auch fest. Und jetzt habe ich hier meinen Korpus eben entsprechend mit dem Halter verbunden. Jetzt kann ich den Halter hier wieder aufsetzen und habe eben trotzdem weiterhin die Möglichkeit, den eben noch im Winkel zu variieren. Ich werde hier einen relativ geraden Winkel nehmen, wobei, ja, das schaue ich dann später, wenn das Ganze am Rig befestigt wird. Das ist ja jetzt alles noch reine Theorie, das heißt, ich drehe einfach mal wieder die 4 Schrauben hier in der Seite ein, sodass das Ganze zumindest mal wieder fixiert ist. Und wie gesagt, die Positionierung, die übernehme ich dann später, wenn ich das Ganze an meinem Rig montiere. Das ist ja jetzt von der Reihenfolge her der falsche Zeitpunkt. Den Halter habe ich übrigens auf der Seite Virtual Racing Launch gefunden. Die packe ich wie immer in die Videobeschreibung. Auch alle anderen Teile, die ich so hier verwende, könnt ihr in der Videobeschreibung verlinkt finden, sofern ich da eben Links dafür finde. Ansonsten packe ich euch ähnliche Produkte rein, sodass ihr da eine grobe Idee habt, wie ihr die einzelnen Sachen bekommt oder das eben nachbauen könnt. So, jetzt ist hier diese Grundplatte, wie gesagt, eben fertig. Das bedeutet, der nächste Schritt ist, das Board mit den Knöpfen zu verbinden. Das mache ich jetzt. Ich schnappe mir hier also mein Board, schnappe mir meine Deckplate mit den Knöpfen.
Als erstes starte ich hier mit dem großen Joystick-Knopf. Der verbindet ja oder der steuert ja unsere beiden Rotationsknöpfe. Das ist jetzt super einfach, weil die genormten Stecker eben nur in eine Richtung hier auf das Board passen. Da kann man also nichts verkehrt machen. Auch wenn das jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, da wird mir kein Fehler unterlaufen. Gleiches gilt für diese 3-Pin-Stecker, die gehen auch nur in eine Richtung drauf. Da fange ich einfach ganz vorne an. Ich habe ja jetzt gar nicht alle Möglichkeiten dieses Boards ausgenutzt und werde jetzt hier die einzelnen Knöpfe verbinden. Stecke die jetzt hier nacheinander in das Board ein. Und wie ihr sehen könnt, das hatte ich ja in einem der anderen Videos auch schon erwähnt, ihr könntet dort sogar noch deutlich mehr Druckknöpfe anschließen. Es sind jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal 6 weitere Druckknöpfe könntet ihr an diesem Board anschließen. Also das ist wirklich, ja, für so ein einfaches DIY-Board wirklich ausreichend. Jetzt platziere ich hier schauen, dass ich das in die Kamera bekomme. Jetzt habe ich hier meinen Korpus mit der Aussparung hier oben für den USB-Ausgang. Und jetzt platziere ich mein Board hier drin und packe die Deckplate oben drauf. Ich mache das jetzt einmal. Das ist ein bisschen schwierig zu filmen jetzt hier gerade vom Winkel. Ich mache das einmal und dann bin ich gleich wieder da mit dem fertigen Ergebnis. So, ich habe das Ganze jetzt, wie gesagt, off-camera einmal eingebaut. Ihr seht jetzt, hier ist das Board im Korpus. Ich habe das an den 4 Ecken noch mit Heißkleber gesichert, einfach damit da nichts verrutscht. An der Seite können wir sehen, ist der Anschluss für das USB-Kabel. Und jetzt sind wir soweit, dass ich den Deckel wieder drauf machen kann. Ich lege die Kabel hier zur Seite. Platz ist da ja genug in dem Korpus und werde das Ganze jetzt entsprechend verschließen. So, das Ganze schließt hier bündig ab. So sieht das dann nachher aus. Hier oben geht der USB-Anschluss raus. Das ist jetzt die fertige Buttonbox oder das Buttonboard, je nachdem, wie ihr das bezeichnen wollt. Und der letzte finale Schritt ist jetzt eben die Montage an meinem Rig. Dafür werde ich das Ganze hier an so einer Alu-Profilschiene befestigen und die Alu-Profilschiene dann mit meinem bestehenden Rig verbinden. Und das ist das, was ich jetzt noch machen werde. Ihr seht dann gleich die fertige am Rig montierte Version. Ich werde die auch einstecken, sodass ihr die Lichter sehen könnt. Die Funktionsweise hatten wir ja im zweiten Video schon getestet. Das heißt, damit geht die Serie der Buttonbox zu Ende. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen was Spannendes oder Interessantes mit dabei. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch eine kleine Inspiration bekommen, sowas Ähnliches auch selber zu machen. Wie gesagt, hier mit diesem Arcade Buttonboard, was ich in den Videobeschreibungen verlinkt habe, ist das sehr, sehr einfach. Könnt ihr einfach die Knöpfe eurer Wahl oder auch die Rotationsregler eurer Wahl verwenden. Insofern seid ihr da sehr schnell mit dabei, eben so ein eigens designtes und spezifiziertes Buttonboard oder so eine Buttonbox zu bauen. Wie gesagt, jetzt gibt es noch ein paar Bilder von dem fertig montierten Zustand und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao!